bin Nandini Mitra, Moderatorin und Marabu Fashion Do-It-Yourself-Expertin. Meine große Leidenschaft ist es, schöne Kleider selber zu nähen. Bevor ich beim Fernsehen gelandet bin, habe ich das Schneiderhandwerk bei der renommierten deutschen Designerin Jill Sander erlernt. Und ich liebe Farben. Ob knallig bunt mit dem Fashion Spray oder elegant funkelnd mit dem Fashion Shimmer. Ob Kleidungsstücke oder Home Deko, mit dem Marabu I Love Fashion Sortiment wird im Handumdrehen alles zu einem Unikat. Und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Jetzt zeige ich dir, wie du dir ganz einfach einen luftigen und bunten Sommerkaftan selber machen kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist leichter Sommerstoff und ganz viel Marabu Fashion Shimmer. Damit du mit Marabu Fashion Shimmer arbeiten kannst, brauchst du Materialien, die nicht mehr als 20% Kunstfaser beinhalten. Und das hier ist ganz schöner Seidenkrepp, also hervorragend geeignet. Das wird ein One-Size-Kaftan, das bedeutet eine Größe für alle. Je nachdem, ob du möchtest, dass dein Kaftan bis zum Fußboden reicht oder vielleicht nur kurz über die Jeans, brauchst du zweimal deine Wunschlänge an Stoff. Falte den Stoff einmal in der Mitte. Orientiere dich dabei an der Webkante, das ist hier dieser Rand. Hier läuft auch der Fadenlauf deines Stoffes entlang und das ist wichtig wegen der Gewebestruktur. Also einmal den Fadenlauf beachten, die Webkante läuft hier entlang und du faltest das Ganze einmal in der Mitte. Wenn du den Stoff einmal in der Mitte gefaltet hast, schneidest du ihn dort durch, sodass du zwei gleich große Stücke erhältst. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, das ist doch total grauer, langweiliger Stoff. Haha, nicht mehr lange. Und nun siehst du, wie aus einem langweiligen grauen Stück Stoff ein Traum aus 1001 Nacht wird. Vor dem Gebrauch aber ordentlich schütteln, damit die Schimmerpartikel sich vom Boden lösen und dann kann es schon losgehen. Beim Einsprühen kannst du dich ruhig langsam vortasten. Leicht anfangen und wenn du merkst, das gefällt dir und du hast das Gefühl, da kann noch mehr Farbe hin, dann richtig loslegen. Ich habe hier Aprikot benutzt, Aquamarin und Lila und das gibt es auch bei Marabu als Set zu kaufen. Und jetzt werde ich den Kaftan mit dem Fashion Liner ganz üppig verzieren. Die Verzierungen müssen nicht ordentlich sein. Hauptsache sie bringen Spaß und kommen locker aus dem Handgelenk. Der Fashion Liner muss jetzt wirklich lange und gut durchtrocknen, am besten so ungefähr 6 Stunden. Beide Stoffteile sind jetzt gut durchgetrocknet und damit du die Farbe jetzt fixieren kannst, packst du am besten diese beiden Stoffteile in den Backofen, 8 Minuten lang bei 150 Grad und dann ist die Farbe waschfest. Nach Anleitung bügeln geht natürlich auch. Das hier ist die Seitennaht, hier an der Webkante entlang. Und das hier ist die Naht, die über die Schulter Richtung Ärmel läuft. Achte darauf, dass du den Stoff rechts auf rechts legst, bevor du ihn zusammennähst. Das heißt, die gute Seite ist innen und du nähst auf der linken Seite, also das, was nachher innen ist. Jetzt nähst du das einfach mit 1 Zentimeter zusammen. Bis hierhin haben wir genäht und hier haben wir Platz gelassen für den Ausschnitt. Wir versäubern die Kanten und nähen an der Kante mit einem Zickzackstich entlang, damit es nicht ausfranst. Und danach legen wir die Kante 1 Zentimeter um, so.
und steppen hier knapp entlang und dann ist der Ausschnitt auch schon fertig. Jetzt überlegst du dir, wie viel Raum möchtest du für deine Ärmel haben und soll die Naht dicht am Körper sein oder weit vom Körper entfernt, je nachdem, ob du einen schmalen Kaftan haben möchtest oder einen weiten Kaftan. Und ich mache das Ganze so Pi mal Auge. Ich setze hier an ungefähr und nähe jetzt einfach einmal in der Länge die beiden Stoffteile zusammen. Jetzt nur noch deine Wunschlänge abmessen, alles Überschüssige abschneiden und fertig ist der Sommerkaftan, entweder zur Jeans oder am Strand.